Ich bin Lasse, herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen recht bekannten Lost Place zeigen, der allerdings in seiner Form auch einzigartig ist. Und was ihn so einzigartig macht, das seht ihr am besten gleich selber. Wir sind heute auf dem Gelände eines alten NVA-Treib- und Schmierstofflagers. Und diese Rohre lassen schon erahnen, dass hier unten drunter einer der kleineren Tanks des Geländes war. Denn diese Rohre waren unter anderem für die Tankentlüftung. Die Lage für ein Treib- und Schmierstofflager an dieser Stelle ist auch etwas ungewöhnlich, denn im näheren Umfeld gab es keinerlei militärische Flughäfen und hauptsächlich wurde hier zu DDR-Zeiten Kerosin gelagert. Das rührt daher, dass die Geschichte schon wesentlich früher begann, zu Zeiten des Nationalsozialismus. Hier in der Nähe gab es eine Munitionsfabrik und ursprünglich wurde das Gelände dafür genutzt. Früher war das Gelände ein alter Tagebau. Das sieht man jetzt auf dem Video nicht so gut, aber hier geht es echt steil runter. Hier ist so wie eine große Senke. Und hier wurden dann diese Tanks eingebaut. Hier neben uns befindet sich das eine Zugangsbauwerk von einem der kleineren Tanks des Geländes. Insgesamt gab es von diesem Bautyp 3 Tanks auf dem Gelände und es gab nochmal 2 größere, zu denen wir später noch kommen. Wir gucken uns jetzt einfach mal den kleineren an. Wir stehen jetzt vor dem ersten kleineren Tank des Geländes. Und was bedeutet in diesem Sinne klein? Dieser Tank hatte ein Volumen von 1.350.000 Liter. Das kommt auch erst zur Geltung, wenn man am besten von drinnen mal nachsieht. Hier haben wir zum Beispiel die alte Füllstandsanzeige, also den Schwimmer, der dann je nach Füllstand mit hochgewandert ist. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu den großen Tanks und sehen uns gleich wieder, wenn wir draußen sind. Oh, das ist ja auch immer nicht so leicht. Was im Video natürlich auch nicht rüberkommt, wenn man diesen Gang betritt, dann riecht das Ganze auch immer noch nach Kraftstoff. Also man hat direkt diesen Kerosingeruch in der Nase, der ist bis heute geblieben. Quote.
Hier ist der zweite der kleineren Tanks. Der ist baugleich zu denen, in denen wir eben gerade drin waren. Und die gab es schon zu Zeiten des Nationalsozialismus. Früher war hier Methanol gelagert und zu Zeiten der NVA später der Jettreibstoff TS1 oder halt Kerosin. Jetzt stehen wir vor den beiden größten Tanks des Geländes, 2 Stück, die sich unter den Hügeln jeweils links und rechts befinden. Hier in der Mitte war das alte Tor, das wurde zugemacht. Allerdings kommt man über die Seite noch rein. Zumindest war es früher so, müssen wir mal gucken, ob es immer noch geht. Und hier gibt es auch noch einen Kriechgang, in dem war ich aber selber noch nie drin. Ich glaube, dadurch kommt man in den rechten Tank, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dort kommt man nämlich sonst gar nicht rein, der ist komplett zu gewesen immer. Aber mal schauen, ob wir heute Glück haben. Wie befürchtet, der rechte Tank ist verschlossen, aber der linke ist offen, so war es früher auch schon immer. Und die sind ja baugleich, deswegen gucken wir uns den linken an. Jetzt seht ihr auch, was mit großen Tanks gemeint ist. Diese beiden Tanks haben ein Volumen von jeweils 7.700.000 Litern. Was diesen Ort auch einzigartig macht, ist die geile Akustik, die hier unten herrscht, aber am besten hört ihr selber. Es hat so eine großen Ausmaße hier drin, dass man selbst durch die Taschenlampe nicht mal alles richtig drauf bekommt. Die Akustik hier drin ist echt super, auch die Resonanz, das schallt ewig nach und man hört seine Stimme von überall, auch von hinter sich, auch wenn man läuft. Das ist sehr verrückt. Hier ist auch die große Leiter vom Tank. Bis zur Decke sind es stolze 11 Meter. So, heute mit allen Mitteln nochmal ein kleiner Soundcheck für euch. An der Stelle abonniert den Kanal. Die Leiter sollte dem einen oder anderen auch vielleicht bekannt vorkommen. Die war immer ein sehr beliebtes Fotomotiv. Aber man sieht auch, die ist gar nicht mehr richtig festgeschraubt und mehr als zur Hälfte würde ich die auch nicht mehr hochgehen. Die schwingt auch ewig nach. Wir sind wieder draußen. Ich bin echt gerne hier. Der Ort ist immer wieder beeindruckend durch die Akustik. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schaut bei Instagram vorbei und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also seid gespannt und bleibt dabei.